Hallo und herzlich willkommen. Ich heiße Daniel Sabak, ich bin wissenschaftlicher Redakteur bei der Firma Fior & Gens und eigentlich wollten wir Ihnen dieses Jahr auf der OT World das neue MS-Handbuch präsentieren. Nun ja, wir wissen ja alle, aus welchen Gründen die OT World leider nicht stattfinden kann dieses Jahr. Deswegen haben wir einfach diesen Kanal gewählt, um ganz genau das zu tun, nämlich einfach Ihnen so ein bisschen zu zeigen, was unsere Gedanken zum Thema MS sind. MS wird ja auch als die Krankheit mit den 1000 Gesichtern bezeichnet. Warum ist das so? Ganz einfach, weil MS einfach eine riesengroße Anzahl an verschiedenen Symptomen hat. MS-Patienten haben nicht immer dieselben Symptome, ganz unterschiedlich. Auch die Ausprägung ist immer ganz unterschiedlich. Und deswegen ist es halt sehr schwierig zu sagen, wie sich ein Patient mit dieser Krankheit, mit MS entwickelt, was für Symptome sich ausbilden. Wir haben hier im Hintergrund eine Patientin, die wirklich sehr stark betroffen ist, was natürlich nicht heißt, dass ähnliche Patienten oder dass Patienten ähnliche Symptome zeigen. Auch der Verlauf ist immer unterschiedlich und auf den möchte ich gleich ein kleines bisschen eingehen. Nämlich gibt es unterschiedliche Verlaufsformen, unterschiedliche Formen, wie sich die Krankheit entwickeln kann. Wir haben hier einmal den primär progredienten Krankheitsverlauf. Das heißt, die Symptome nehmen mit der Zeit langsam zu. Dieser Krankheitsverlauf tritt ungefähr bei 10 bis 15% der Patienten auf. Dann haben wir den sekundär progredienten Krankheitsverlauf. Das heißt, zusätzlich zu dieser Progredienz kommen immer noch vereinzelte Schübe mit hinzu. Das sind diese sogenannten Schübe, bei denen die Symptome noch einmal extra stark ausgeprägt sind, die sich zeitlich auch von dem üblichen Verlauf absetzen. Dieser Krankheitsverlauf tritt bei ungefähr 50% der Betroffenen auf und der schubförmig remittierende Krankheitsverlauf. Dieser Krankheitsverlauf ist im Grunde so ein bisschen das Aushängeschild von Multipler Sklerose. Das heißt, dieser Krankheitsverlauf tritt bei 80% der Betroffenen in der Anfangsphase auf und dieser Krankheitsverlauf ist durch viele wiederkehrende Schübe gekennzeichnet, die sich anfangs auch komplett wieder zurückbilden können. Das heißt, die Einschränkungen können sich anfangs zurückbilden und zu einem späteren Krankheitsverlauf ist es halt immer weniger möglich, hier ein geringes oder dass die Einschränkungen sich wieder komplett zurückbilden, sondern man hat auch hier immer noch eine Verschlechterung des Grundzustandes. Und die Therapie bei MS, was hauptsächlich eine medikamentöse Therapie ist, die hat jetzt unterschiedliche Ansatzpunkte. Zum einen kann die akute Entzündungsreaktion durch Medikamente reduziert werden, das heißt, die akuten Entzündungen der Nerven werden herabgesetzt, was sich daran dann äußert, dass einfach die Intensität der Schübe herabgesetzt wird. Man kann die Progredienz, also das ständige Verschlechtern des Grundzustandes, kontrollieren, das ebenfalls medikamentös. Oder man kann die Zeit zwischen den Schüben, also den Krankheitsverlauf, modifizieren, sodass der Patient über längere Strecken symptomfrei oder symptomarm bleibt. Die vierte Form der Therapie, die bezieht sich nämlich ganz genau auf die Schübe, nämlich dass man in diesen Schüben oder halt auch in dieser Grunderkrankung zwischen den Schüben, dass man hier die Symptome behandelt. Und die orthetische Versorgung zählt ganz genau zu dieser symptomatischen Behandlung. Mit anderen Worten, wir wollen hier durch Hilfsmittel und durch Physiotherapie alles, was an Symptomen auftritt, möglichst gut in den Griff bekommen. Was sind mögliche Symptome bei Multipler Sklerose? Ja, es fängt meistens in der Anfangszeit diffus an. Der Patient kann nicht mehr richtig sehen. Der Patient hat Empfindungsstörungen, auch erste leichte motorische Probleme. Und diese leichten motorischen Probleme, die manifestieren sich im Krankheitsverlauf. Mit anderen Worten, aus diesen leichten motorischen Problemen werden muskuläre Defizite, aus denen sich dann beispielsweise ein pathologisches Gangbild dann manifestiert und herausbildet. Wenn wir uns dieses pathologische Gangbild, also die Veränderung des Gangbildes durch MS einmal anschauen, sind hier 3 Bereiche
gut zu erkennen, die hier herausgearbeitet sind. Es sind zum einen, wie eben gerade schon erwähnt, die muskulären Defizite. In diesen muskulären Defiziten heißt es, dass einzelne Muskeln nicht mehr so angesteuert werden können, wie es für ein normales, also physiologisches Gen notwendig ist. Das heißt, der Patient kann beispielsweise die Fußhebung nicht mehr richtig steuern oder der Patient kann beispielsweise die Last nicht mehr auf das Standbein übernehmen. Bei dem ersten Problem, was ich gerade erwähnt habe, wenn der Patient die Fußhebung in der Schwungphase nicht mehr richtig koordinieren kann, hat er natürlich ein Problem mit dem nach vorne schwingen des Beines. Das muss in gewisser Weise, das muss gewährleistet sein, um ein stolperfreies Gehen zu ermöglichen. Das heißt, der Patient braucht hier eine alternative Strategie, um ganz genau das zu ermöglichen. Das macht er, indem er Kompensationsmechanismen ausbildet. Das heißt, er muss irgendwie versuchen, das Bein beim Gehen nach vorne zu bekommen, um wieder den Gangzyklus von vorne zu starten. Es gibt unterschiedliche Kompensationsmechanismen, also wie der Patient das nach vorne bringen des Beines ermöglicht, beispielsweise indem er sich auf die nicht betroffene Seite lehnt, um eben mehr Platz zu schaffen für das Durchschwingen, oder der Patient führt das Bein in einer Halbkreisbewegung nach vorne, das ist auch möglich, oder der sogenannte Steppergang, den schauen wir uns mal ganz kurz an, nämlich Steppergang heißt im Grunde, dass der Patient durch die fehlende Plantarflexion, also der Patient bekommt den Fuß in der Schwungphase nicht mehr hoch, er das dadurch kompensiert, dass die Hüftflexion und die Knieflexion zunimmt und der Patient wie ungefähr der sprichwörtliche Storch im Salat geht, das heißt hier eben eine ausladende Hüft- und Kniebewegung durchführt und so das stolperfreie Durchschwingen des Beines ermöglicht. Das ist der zweite Bereich gewesen, in dem das pathologische Gangbild sich ausarbeitet. Der dritte Punkt ist die Fatigue. Die Fatigue ist im Grunde eine muskuläre Ermüdung, der jeder normale Mensch unterliegt. Bei MS-Patienten ist das einfach um ein Vielfaches erhöht, diese muskuläre Ermüdung, muskuläre Ermüdbarkeit auch. Und durch solche Kompensationsmechanismen, wie ich das gerade beschrieben habe, nimmt natürlich die muskuläre Ermüdbarkeit noch zusätzlich zu. Mit anderen Worten, wir haben hier 3 aufeinanderbauende Faktoren, die sich gegenseitig noch verstärken und die im Grunde zu einem Teufelskreis führen, den wir mit einer Orthese oder generell mit einer Hilfsmittelversorgung unterbrechen wollen. Dabei ist es natürlich wichtig, dass man ein klar definiertes Ziel hat und das übergeordnete Ziel bei der orthotischen Versorgung von MS-Patienten ist natürlich, dass wir die bestmögliche Annäherung an ein physiologisches Stehen und auch Gehen haben wollen. Wir wollen den Patienten zu einem sicheren Stehen und zu einem sicheren Gehen führen. Wir orientieren uns in der Orthetik, in der Orthopädietechnik natürlich immer an dem physiologischen Gangbild, was beispielsweise von Jacqueline Perry oder Kirsten Götz-Neumann definiert ist, wo das Gangbild, wo der Gangzyklus in verschiedene Phasen unterteilt ist. Und mit einer orthotischen Versorgung wollen wir, so nah es geht, ganz genau an dieses physiologische Gangbild wieder rankommen. Das heißt natürlich auch, nochmal ganz kurz zurück erinnern an den Anfang, wir haben gesagt, dass MS die Krankheit mit den 1000 Gesichtern ist, also bildet sich bei vielen Patienten auch das Krankheitsbild, das pathologische Gangbild unterschiedlich aus. Wir haben hier also eine Vielzahl an möglichen Einschränkungen, das heißt, dass wir auch individuell auf dieses pathologische Gangbild reagieren müssen. Das heißt, es gibt ganz unterschiedliche Anforderungen an Orthesen, die wir erfüllen müssen. Und das Wichtigste ist hier natürlich, dass eine Orthese Stand- und Gangsicherheit bieten muss dem Patienten. Zusätzlich muss sie ja auch, was für die Verminderung der Fatigue wichtig ist, die Energierückgewinnung ermöglichen. Das heißt, dass der Patient die Energie, die er in die Orthese reinsteckt, möglichst wieder zurückbekommen kann, was ihm dann bei der Annäherung an das physiologische Gangbild behilflich sein kann. Dann soll die Bewegungsfreiheit in den anatomischen Gelenken, die verbliebene Bewegungsfreiheit, möglichst nur wenig, also eingeschränkt werden. Mit anderen Worten, hier soll der Patient möglichst viel seines Bewegungsumfanges
nutzen können, was ganz besonders natürlich bei dem Knöchelgelenk wichtig ist. Wir haben ja erfahren, dass MS unterschiedliche Verlaufsformen hat, die durch immer wiederkehrende Schübe gekennzeichnet ist und eine Progredienz aufweist. Das heißt, eine Orthese soll im Optimalfall auch immer an diesen Krankheitsverlauf anpassbar sein und soll, und das geht nochmal so ein kleines bisschen in Richtung der Fatigue, über ein möglichst geringes Gewicht verfügen. Hier zählt wirklich jedes Gramm, was dem Patienten eben die Orthese spüren lässt oder im Optimalfall halt natürlich einfach nicht spüren lässt. Und da MS auch immer gekennzeichnet ist durch spastische Paresen, haben wir in dem Video der Patientin zum Anfang gesehen, dass die Patientin hier mit spastischen Paresen zu kämpfen hat. Eine Orthese soll immer über weiche Anschläge, über möglichst weiche Anschläge verfügen, sodass diese spastischen Paresen nicht noch zusätzlich gefördert werden. Aus diesen ganzen Anforderungen an Orthesen gilt es natürlich hier, die individuelle Konfiguration, die individuellen Anforderungen für jeden Patienten herauszusuchen. Und das macht man dadurch, dass man sich in erster Linie den Patienten einmal ganz genau anschaut. Das machen wir mit einer gründlichen Patientenanamnese. Im Rahmen dieser Patientenanamnese werden dann beispielsweise das Körpergewicht und die Körpergröße ermittelt. Allerdings nicht nur das, sondern auch die Bewegungsfreiheit im oberen Sprunggelenk. Habe ich ja gesagt, hier soll möglichst minimal durch die Orthese ein Einfluss ausgeübt werden, also Einfluss ausgeübt schon, bloß die Bewegungsfreiheit soll so wenig wie möglich minimiert werden. Deswegen ermitteln wir erstmal, wie ist die Bewegungsfreiheit im oberen Sprunggelenk überhaupt. Dann die Gelenkwinkel, die beziehen sich in erster Linie auf pathologische Gelenkwinkel, das heißt, liegt eine Varusstellung, liegt eine Valgusstellung beim Patienten vor oder eine Hyperextension beispielsweise auf der Knieebene. Wie ist der Muskelstatus? Der ist natürlich ganz besonders wichtig, um die Funktionalität der Orthese definieren zu können. Wie aktiv bewegt sich der Patient im Alltag? Und wie ist das AP-Maß, also das Maß auf Höhe des Kniegelenksdrehpunktes, um einfach die korrekte Lage des Kniegelenksdrehpunktes bei der Verwendung einer KEFO definieren zu können. Diese ganzen Informationen sind auch enthalten in unserem Handbuch zur Patientenanamnese. Steht ausführlich drin, wie welche Tests durchzuführen sind, wie welche Daten erhoben werden. Ich hatte ja erwähnt, dass bei Patienten die Fatigue eine große Rolle spielt. Mit anderen Worten müssen wir hier davon ausgehen, dass bei einer körperlichen Aktivität die Muskulatur einfach stärker ermüdet als bei normalen Menschen, als bei gesunden Menschen. Also muss dieser Umstand bei einer Patientenanamnese noch einmal zusätzlich berücksichtigt werden. Wenn wir uns jetzt die Erhebung des Muskelstatus anschauen, haben wir hier beispielsweise den Muskelfunktionstest für die Dorsalextensoren. Wir testen auf Stufe 5 und kriegen bestätigt, dem Patienten ist es möglich, hier das Maximale aus den Dorsalextensoren rauszuholen. Als nächstes, das führen wir natürlich für alle relevanten Muskelgruppen durch, nicht nur für die Dorsalextensoren, auch für die Plantarflexoren, Knieflexoren, Knieextensoren, Hüftflexoren und Extensoren, gleiche Sache. Als nächstes wird der Patient so ein kleines bisschen muskulär an seine Grenzen gebracht. Und das geschieht mit Hilfe des 6-Minuten-G-Tests. Dieser 6-Minuten-G-Test ist in der Physiotherapie ein ziemlich gern genommener Test, weil wir hier einerseits ermitteln können, schafft der Patient es überhaupt 6 Minuten am Stück zu gehen? Und wenn ja, wie weit kann der Patient gehen innerhalb dieser 6 Minuten? Das kann man ziemlich leicht nachvollziehen, indem man einfach eine bekannte Wegstrecke nimmt, dann die 6 Minuten abstoppt und einfach die Male zählt, wie oft der Patient diese Wegstrecke zurücklegen kann. Das wird dann insgesamt addiert und wir haben dann die zurückgelegte Gehstrecke, lässt sich hervorragend einsetzen zur Verlaufskontrolle, wenn der Patient beispielsweise häufiger vorstellig wird. Auf jeden Fall sollte innerhalb dieser 6 Minuten dann eine mögliche Fatigue auch schon zum Vorschein treten und direkt nach diesem 6 Minuten G-Test wird dann ein zweiter Muskelfunktionstest durchgeführt.
indem der Patient dann möglicherweise nicht mehr einen 5er-Muskelstatus aufweist, sondern nur einen 3er-Muskelstatus. Und somit kann man hier sehen, dass der Einfluss der Fatigue vorliegt und wie wir diesen bei der Planung der Orthese berücksichtigen können. Die gesammelten Patientendaten können dann auf diesem neu gestalteten Versorgungsformular für Multiple Sklerose festgehalten werden, aufgeschrieben werden. Sie sehen ja hier, es gibt hier einmal den Muskelstatus vor dem 6-Minuten-G-Test, den 6-Minuten-G-Test mit den dafür vorgesehenen Abfragen und den Muskelstatus nach dem 6-Minuten-G-Test. Also hier ist wirklich alles ganz genau auf diese Muskelfunktion unter Berücksichtigung der Fatigue ausgerichtet. Wir haben jetzt einen riesengroßen Haufen an Patientendaten und jetzt gilt es natürlich auf Basis dieser Patientendaten die richtige Orthese für den Patienten herauszufinden. Und wir müssen uns natürlich die Frage stellen, was für eine Orthese braucht der Patient überhaupt? Reicht es, mit einer Unterschenkelorthese versorgt zu werden oder reicht es ihm wahrscheinlich nicht und er muss eine Ganzbeinorthese bekommen, sprich eine kniegelenksübergreifende Orthese? Und dann natürlich die Frage, auf Knöchelgelenksebene braucht er einen Dorsalanschlag, inwieweit muss der Plantaranschlag ausgeführt werden. Das ist nicht nur bei der Unterschenkelorthese, sondern natürlich auch bei der Ganzbeinorthese der Fall. Hat man eine Ganzbeinorthese für den Patienten, dann muss man sich die Frage stellen, braucht der Patient lediglich ein frei bewegliches Kniegelenk oder braucht er gar ein automatisches oder ein gesperrtes Kniegelenk? Das sind halt alles so die Fragen, mit der sich eine individuelle Orthesenversorgung, eine orthetische Versorgung für den Patienten wunderbar steuern lässt. Diese Fragen, das eine oder das andere, muss sich der Techniker nicht selbst stellen, sondern das können wir gut über den Fior & Gens Orthesenkonfigurator abfragen. Das ist ganz einfach aufgebaut. Hier wird in dem ersten Schritt in die entsprechenden Eingabemasten die Patientendaten eingetragen. In dem zweiten Schritt schlägt der Fior & Gens Orthesenkonfigurator mögliche Systembauteile vor. Hier hat der Techniker auch noch die Möglichkeit, ein kleines bisschen nach seinen Maßstäben diese Systembauteile mit auszusuchen. Dann als drittes finden noch letzte individuelle Anpassungen für den Patienten statt und in dem vierten Schritt werden die Ergebnisse angezeigt. Hier möchte ich einmal erwähnen, dass es analog zu dem neuen MS-Handbuch und auch analog zu dem MS-Versorgungsformular einen neuen Konfigurationsweg speziell für MS, für Multiple Sklerose gibt. Dieser wird morgen am Donnerstag freigeschaltet. Mit anderen Worten, dann können Sie auch ganz individuell für Ihren Patienten mit MS eine passende Orthese konfigurieren. Das Ergebnis einer solchen Konfiguration kann beispielsweise so aussehen. Für die Patientin, die Sie ja auch bereits am Anfang der Präsentation gesehen haben, haben wir hier für die linke Seite eine KFO gebaut mit einem Neuroswing-System-Knöchelgelenk und mit einem frei beweglichen Neurovario-System-Kniegelenk mit einer Rückverlagerung, um hier ein kleines bisschen ein höheres Maß an Sicherheit zu gewährleisten. Im Optimalfall sollte die Patientin hiermit mit diesen Orthesen oder mit dieser Orthese schon gut laufen können. Das Ganze kann man jetzt noch ein bisschen optimieren, indem man jetzt die Patientin nicht einfach laufen lässt, sondern indem man physiotherapeutische Übungen als guten Zusatz zu der orthetischen Versorgung nimmt. Hier ist beispielsweise eine Übung beschrieben, in der die Patientin erstmal ohne Orthese mit einem um das Bein gewickelten Terraband eine Liege versucht, nach vorne wegzuschieben, was so ein kleines bisschen die Extensorensynergie und die Flexibilität der Zehenflexoren fördern soll. In einem zweiten Übungsschritt geht die Patientin dann in den Kniestand über, was natürlich die Zehenflexoren hier noch einmal elastisch fordert. Und die gleiche Übung kann die Patientin hier dann auch mit Hilfe der Orthese durchführen. Mit anderen Worten, hier gibt es noch die Möglichkeit, mit der Orthese ein bisschen die Richtung, in der die Patientin in den Kniestand übergeht, kontrollieren zu können. Natürlich ist so eine Orthese in dem Zehenbereich immer ein klein wenig eingeschränkt und nicht ganz so flexibel wie ohne Orthese, aber da kann man natürlich dann auch entsprechend die Übung ein kleines bisschen abwandeln. Wir haben die Orthese, wir haben
die Möglichkeit, mit der Orthese unterstützende physiotherapeutische Übungen durchzuführen und im allerbesten Fall kann mithilfe einer individuellen orthetischen Versorgung die Patientin wieder so flüssig laufen, wie sie es hier in dem Video zeigt. MS ist ein sehr komplexes Thema. Wir haben versucht, so ein kleines bisschen durch unseren Leitfaden, durch dieses MS-Handbuch Klarheit in dieses schwierige Thema zu bringen. Die ganzen Informationen, die ich eben gerade genannt habe und noch viele andere Informationen können Sie in dem MS-Handbuch nachlesen. Und nun bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.